du brauchst eine Drohne. Du brauchst auf jeden Fall eine Drohne, denn eine Drohne ist so vielseitig, man kann damit so einiges anfangen. Zum Beispiel, um Äste zu kürzen. Eventuell ein bisschen Rasen zu mähen. Oder sogar um den Grill anzumachen. Ja. Ohne Finger verbrennen. Boah, er geht ab wie die Feuerwehr. Nicht nachmachen. Oder einfach nur als Dekostück. Herzlich willkommen bei der RC-Werkstatt. Ja, in diesem Video soll es darum gehen, was benötige ich alles, um eine FPV-Drohne zu bauen. Was kommt auf mich zu? So, wir unterteilen das Ganze in zwei Kategorien. Einmal die Hardware und einmal die Software. Ich denke, fangen wir mit der Software an. Ihr braucht natürlich Kenntnisse mit dem Computer eigentlich gar nicht. Also wenn ich das hinbekomme, dann bekommt ihr das auf jeden Fall hin. Ich bin am Laptop absolut... Nein. So, zu der Software. Wir brauchen auf jeden Fall einige Programme, die wir uns runterladen müssen. Zum einen ist das, um die Konfiguration bzw. Updates an der Funke durchzuführen, und einmal ein Programm, um den Kopter an sich zu konfigurieren. Aber bevor wir dazu kommen, wäre es sinnvoll, im Simulator geflogen zu sein. Und da kommt es halt drauf an, was ihr für einen Rechner habt. Der sollte natürlich fähig sein, um Spiele zu spielen. Ich habe hier einen ganz normalen Laptop und der ist absolut nicht für Spiele gedacht. Ich habe am Ende die ganze Grafik und alles runtergefahren, damit ich einigermaßen spielen konnte, einigermaßen mit der Funke steuern konnte, weil das alles so ruckelig gelaufen ist. Es war immer noch nicht so, dass man das 1:1 wiedergeben konnte. Also das, was hier in echt fliegt und was hier auf dem Simulator, eigentlich sind da nicht viel groß Unterschiede. Allerdings, wenn ihr einen Rechner habt, der nicht dafür fähig ist, dann sind da gewaltige Unterschiede. Und deswegen zum Beispiel gehe ich jetzt Learning by Crashing. Ich fliege das Ding jetzt und lerne den Rest am Kopter. Ich habe so weit gespielt, bis ich die Befehle intuitiv drauf hatte. Und den Rest jetzt muss der Kopter dran glauben. Simulator abgehakt. Dann brauchen wir eine Software, um den Kopter zu konfigurieren. Da gibt es auch einige. Bekannteste ist, denke ich, Betafly und iNav. Betafly ist halt einfach losfliegen. Einfach losfliegen, nicht viel Schnickschnack. Bei iNav hat man noch GPS. GPS hat man allerdings auch bei Betafly. Was die beiden unterscheidet, ist halt, das eine ist autonome Fliegen und das andere ist wirklich manuelles Fliegen. Also iNav ist mehr für autonome Sachen. Da könnt ihr Wegpunkte einstellen, da könnt ihr ziemlich genau wieder die Drohne zurückholen. Das könnt ihr bei Betafly auch machen. Allerdings ist das ein bisschen ruppiger. Das läuft bei iNav besser. Aber ihr könnt zum Beispiel nicht starten, wenn ihr kein GPS-Signal habt. Ich habe einmal auf iNav geflasht und habe ich gesagt, ich habe den wieder zurückgeflasht. Ich will Betafly, ich will einfach loslegen. Ob ich jetzt da
ein bisschen rumcruise, da brauche ich kein GPS und ja, wenn ich einen schlechten Empfang habe, dann will ich nicht warten, bis ich GPS-Empfang habe und deswegen ist meiner Meinung nach Betterfly besser, weil man da auf jeden Fall immer direkt fliegen kann. So, dann wären wir auch schon bei der Hardware. Hardware, ihr braucht einmal einen Frame. Ihr müsst euch für einen Frame entscheiden. Da gibt es auch viele verschiedene. Fängt bei kleinen Cinehube-Bubs an für die Wohnung, so kleine Dinger. Und geht bis zu 10 Zoll, dann habt ihr so ein Teil. Alles vorhanden. Ich würde euch anfangs raten, mit sowas anzufangen. Das ist ein bisschen sicherer, weil anfangs wird die auf jeden Fall irgendwo gegen crashen und gut, Propeller, die kosten eh nur 3, 4 Euro. 2, 3, 4, also 4 Euro ist schon wirklich teuer. Wenn die kaputt gehen, ist halb so schlimm. Aber ihr crasht das Ding garantiert. Und wenn ihr irgendwo gegenfliegt, dann stößt ihr euch hier dran an und der Kopter fällt nicht direkt am Boden. Also der stößt sich meistens ab und fängt sich dann wieder und ihr könnt dann... Also da war die Kamera kurz eben aus. Also der stößt sich ab und fängt sich dann halt meistens wieder. Und ihr habt da halt länger Spaß mit, würde ich sagen. Es ist halt, Geschmackssache, aber ich würde auf jeden Fall mit so einem Frame anfangen. Jetzt nicht unbedingt in der Größe, also gibt es auch viel kleinere. Allerdings umso kleiner, umso lauter sind die Dinger. So ein 5 Zoll, der ist wesentlich leiser wie dieses kleine Ding hier. Wobei von der Größe her tun sie sich nicht viel, aber das ist auf jeden Fall ein anderes Level. Also der fliegt sich wirklich ganz anders wie der. Bei denen müsst ihr viel mehr mit dem Gas rumspielen und hier habt ihr halt größere Propeller. Der hebt einfach schneller ab. Aber sowas, sollte man schon gucken, wo man fliegt, weil so ein Propeller will ich nicht unbedingt abbekommen. Das macht Aua, das macht richtig Aua. Garantiert. Ja, wenn wir uns dann für den Frame entschieden haben, sollte uns noch bewusst sein, dass wir halt noch Akkus brauchen und halt ein Akku-Ladegerät, Lipos. Und dann ist die Wahl 4S oder halt je Größe, vielleicht auch ein 3S oder 6S. Also ich fliege beide auf 6S. Ich habe mir aus Versehen mal ein 4S bestellt und das macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Jetzt nicht von der Geschwindigkeit her, wie man den fliegt, sondern einfach die Power, die man dahinter hat, wenn man jetzt mal eben schnell steigen will. Mit 6S geht das richtig gut nach oben. So, Akku, sollte euch bewusst sein. Dann gehen wir zu der Steuerung. Bevor wir zu der Steuerung kommen, noch eine kleine Ergänzung, weil der aus der Vergangenheit hat das vergessen. Ich aus der Zukunft habe das Video ja schon gesehen und deswegen bin ich ein Stück schlauer. Und deswegen diese Ergänzung hier. Einmal braucht ihr einen Lötkolben, weil die Motoren und die ganzen Kabel werden in der Regel angelötet. Dafür braucht ihr einen Lötkolben. Und am besten habt ihr einen Lötkolben, wo man die Temperatur einstellen kann, der die Temperatur ein bisschen nachregelt und das macht die ganze Sache etwas einfacher. Lötwasser wäre auch nicht verkehrt, dann geht das auch nochmal ein Stück besser. Und Werkzeug natürlich, in der Regel 1,5er und 2 mm Imbus. Steuerung gibt es auch verschiedene Protokolle, verschiedene Varianten, die man da wählen kann. Ich habe zum Beispiel hier ein ELRS.
ELRS. Ich habe den mit 2,4 Gigahertz. Den gibt es nochmal mit 900 noch was. Da ist auch nochmal ein Unterschied. Und dann habt ihr halt den Empfänger und den Sender. Empfänger ist gigantisch, also die Größe, das ist super. Wenn man jetzt aus dem RC-Bereich das vergleicht, das ist ja ein Klotz dagegen. Also da gibt es wirklich schöne kleine Empfänger, die man dann halt auch in so kleine Frames da reinbekommt. Da müsst ihr euch halt für entscheiden. Ich habe mich hier für die Radiomaster Zorro entschieden. Ja, weil die eigentlich wegen der Optik. Ich fand die cool. Die liegt geil in der Hand und ja. Können tun die alle irgendwo das gleiche. Sticks, Radiomaster ist eigentlich ganz gut. Das sollte eigentlich okay sein. Da gibt es auch verschiedene, auch große Auswahl. Ja, da liegt die Wahl halt bei euch, für was ihr euch entscheidet. Ronaldo, oder? Das sind Zwillinge. Gleich fängt es an zu regnen. Nicht, dass der Stuhl da wegliegt. Alles möglich heute. So, dann brauchen wir für den ganzen 4 Motoren. 4 Motoren und einen ESC und einen FC. Also das besteht aus 2 Teilen. Ihr habt einmal den ESC, der dann die Spannung an die Motoren abliefert, und einmal den FC, der das Ganze halt kontrolliert. Da ist unter anderem auch der Gyro drin, der das Ganze steuert, der da ein bisschen gegenlenkt, der versucht, das alles so in der Luft zu halten, der halt auch mit denen verbunden ist, die Befehle annimmt und an den ESC weitergibt und die dann weiter halt an den Motor und damit an die Propeller und den ganzen Krimskrams. Dann brauchen wir natürlich eine Kamera, wo wir dann halt in der Drohne sitzen und mit den Goggles aus der Drohne halt die Perspektive haben, was halt ein FPV ausmacht fürs Person View. So, da gibt es halt verschiedene Systeme. Einmal gibt es halt das Analoge, was von der Bildqualität her ja immer wieder so ein Rauschen drin ist und so. Die sind schon recht gut, also von der Auflösung her ist das schon recht gut, aber da hat man immer so wie früher in den Fernsehern schon mal so Rauschen drin. Oder halt ein digitales, was wirklich stabiler läuft, was schon mal ein bisschen bei schlechtem Empfang pixelig wirkt, aber immer halt ja im Gegensatz zu analog ein sauberes Bild. In Sachen analog kann man, wenn man einmal ein analoges System hat, kann man jegliche Art von analogen Kameras benutzen. Die sind untereinander kompatibel. Bei den digitalen Systemen ist es nicht der Fall. Habt ihr euch zum Beispiel, so wie ich, für die DJI entschieden, für die Goggles V2 in dem Fall, dann ist das auch nur mit der DJI Kamera kompatibel. Dann gibt es da Voxnail, dann gibt es da HD Zero, dann gibt es da ja auch ein paar verschiedene. Die sind zum Teil mit Adaptern und so weiter miteinander kompatibel. Da müsst ihr euch einfach mal durchlesen, durchgoogeln. Aber die DJI-Systeme, die sind eigentlich ziemlich beschränkt, nur auf DJI. Die kann man auch nicht erweitern, außer mit der alten Goggles. Da kann man noch ein bisschen was rausholen, aber mit der neueren Version, die zwingen euch ihren Stoff natürlich auf. Ja, dann ist die Drohne eigentlich schon fertig, aber wir können noch zum Beispiel so einen Buzzer, damit der halt schöne Piepstöne von sich gibt, falls der abgestürzt, dass wir den wiederfinden. Da würde ich auf jeden Fall hier den Wi-Fi Finder 2 empfehlen. Der ist super, der hat eine
interne Batterie mit drin. Das heißt, wenn der Copter die Hauptbatterie verliert, fängt der an zu piepen. Und der ist richtig laut, den findet ihr. Ihr könnt natürlich auch ohne, dann könnt ihr das so konfigurieren, dass ihr über die Motoren piept, aber das ist nicht halt so laut wie so ein Beeper. So, Motor haben wir, dann brauchen wir natürlich auch die Propeller. Wie gesagt, die sind günstig, die kosten, also für so einen 5 Zoll hier, kostet Satz 3 Euro. Das ist das kleinste Problem. Die sind recht günstig, aber auch oft kaputt. Der qualmt schon wieder die ganze Hütte voll. Ich hoffe, dir geht die Batterie aus. So. Ich habe nur noch 1%. Ja, gut. So rein, ja. So, ich denke, wir haben alles abgehakt. Falls noch Fragen sind, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, angenehme Flügel wünsche ich dann. Das macht richtig Laune. Also RC ist erstmal außen vor, wobei ich immer noch die FPV-Karre wieder aktivieren will, beziehungsweise habe ich die aktiviert. Hier fehlt die Kamera. Die ist wieder in der FPV-Karre drin. Und hier habe ich mir eine andere Kamera bestellt. Es macht ein bisschen süchtig, das Hobby. Aber es macht wirklich viel Spaß. Ja, ich hoffe, es war informativ. Und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt. Achso, ich sehe gerade, liken nicht vergessen. Abonnieren auf jeden Fall. Sonst noch was? Jetzt zeige ich mir nur so. Liken. Auf jeden Fall immer liken.